Über dieses Thema haben Thomas und ich uns kennengelernt, deswegen habe ich ihn dazu auch mal länger interviewt. Ähm, was ich an dieser Chip-Technologie besonders interessant fand, waren so 2, 3 Sachen. Das eine ist, das hattest du jetzt gar nicht gesagt, also die Lieferketten, die ich mir klassischerweise anschaue, das sind die, die irgendwo tief vergraben in Asien sitzen, wo man überhaupt keine Transparenz und gar keine Kontrolle hat. Aber selbst da gibt es Lieferanten, die ihr Bestes tun und ihr Möglichstes geben wollen und die auch sagen, ich werde überhaupt gar nicht belohnt für diese Bemühungen, weil es nicht sichtbar ist Richtung meiner Kunden. Also auch da ist wieder eine Chance drin, diese zu finden und die dann aber auch visibel zu machen in Richtung Endkunde. Die haben aber mehrere Probleme. Das eine ist, die sind meistens technologisch überhaupt gar nicht gut ausgestattet. Die sind irgendwo ganz remote. Wenn man ganz viel Glück hat, steht da noch so ein alter Computer, aber das war es eigentlich. Ne? Also da ist ganz wenig da. Und wir haben in der Regel Lieferketten, die extrem kostensensibel sind. Also da kommt es auf die Centbeträge an. Und an der Stelle hatte ich damals den Thomas gefragt, ja, dieser Chip, kann der mir dieses Problem lösen? Und was ich ganz interessant fand, es gibt den tatsächlich in unterschiedlichen Ausführungen zu einem Preis, der tatsächlich kompetitiv ist. Und dann wandert quasi der Chip mitsamt der Information durch die gesamte Lieferkette. Und so kann ich jetzt sicherstellen, also angenommen, ihr habt den einen Lieferanten, von dem wisst ihr, der ist zertifiziert, der ist nachhaltig, dem vertraue ich, aber das Produkt geht noch durch ein paar Hände durch und ich weiß nicht ganz genau, ob jetzt das, was ich eigentlich von dem haben wollte, auch wirklich bei mir an der Türe landet. Das kann man über diesen Chip tatsächlich machen und durch dieses Low Frequency habe ich gelernt, ist es auch noch in der Lage, diese ganzen Daten zu erfassen, ohne viele technologische Hilfsmittel. Also ich muss gar nicht mal viel Geld in den Lieferanten investieren, dem einen Computer hinstellen, noch mit irgendeinem IT-Zugang ausstatten. Ne? Man kann es mit relativ simplen EDA Technologien implementieren. Und von daher, das löst dein Problem nicht ganz, das weiß ich, aber es ist von der Technologie tatsächlich ein großer Fortschritt und viel leichter zu implementieren als beispielsweise eine Blockchain-Lösung, für die ich unglaublich viel IT-Kapazität in der gesamten Lieferkette brauche.